Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Familie und wer dazugehört. Abonniert uns und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Wenn wir an Familie denken, kommen uns zuerst die engsten Mitglieder in den Sinn. Vater und Mutter zum Beispiel. Genau, das sind die Eltern. Und wenn man selbst Kinder hat, ist man Mutter oder Vater. Richtig. Bei Geschwistern sprechen wir von Bruder und Schwester. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Und du? Ich habe 2 Schwestern. Es ist schön, Geschwister zu haben, finde ich. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die Großeltern, also Oma und Opa. Ja, Großeltern sind wichtig in vielen Familien. Sie haben oft viel zu erzählen. Stimmt. Und wie nennt man die Kinder der Geschwister? Das sind die Nichten und Neffen. Sie bringen oft frischen Wind in die Familie. Ja, das ist wahr. Und dann gibt es noch die Tante und den Onkel, also die Geschwister der Eltern. Genau. Sie sind oft wie zusätzliche Elternteile und unterstützen die Familie. Was ist mit den Schwiegereltern? Wie nennt man sie? Das sind die Eltern des Ehepartners. Sie sind auch Teil der erweiterten Familie. Richtig. Und wenn man verheiratet ist, hat man einen Ehemann oder eine Ehefrau. Ja, und Kinder nennen ihre Eltern auch oft Mama und Papa. Das klingt viel persönlicher. Absolut. Diese Begriffe sind in jeder Familie ein bisschen anders, aber sie sind sehr wichtig. Da hast du recht. Jeder hat seine eigene Geschichte und Bedeutung in der Familie. Und wie sieht es mit Cousins und Cousinen aus? Sie sind die Kinder der Tanten und Onkel. Genau. Cousins und Cousinen gehören auch zur Familie, auch wenn man sie nicht so oft sieht. Es ist interessant, wie viele verschiedene Begriffe es gibt, um die Familienmitglieder zu benennen. Ja, und jeder Begriff hat seine eigene Bedeutung und Rolle in der Familie. Familie ist wirklich eine spannende Sache, weil sie so viele Facetten hat. Absolut. Und sie bleibt immer ein wichtiger Teil unseres Lebens. Wenn wir über unsere Familien sprechen, gibt es immer viele Geschichten und Erinnerungen. Was erzählst du denn gerne über deine Familie? Ich spreche oft darüber, wie wir als Familie Feste feiern. Bei uns ist Weihnachten immer etwas Besonderes. Und bei dir? Bei uns ist es eher Ostern. Da trifft sich die ganze Familie und wir machen einen großen Spaziergang. Es sind diese Traditionen, die uns verbinden, oder? Absolut. Und manchmal erzähle ich auch von unseren Familienausflügen. Wir sind oft in die Berge gefahren. Was habt ihr als Familie unternommen? Wir sind oft ans Meer gefahren. Meine Eltern lieben das Wasser. Diese Ausflüge waren immer ein Highlight des Jahres. Hast du eine lustige Familiengeschichte? Ja, einmal hat mein kleiner Bruder beim Zelten fast unser Zelt abgebaut, weil er die Schnüre nicht kannte. Solche Geschichten bleiben einfach hängen. Das klingt lustig. Bei uns hat meine Schwester beim Kochen einmal Zucker statt Salz verwendet. Das war ein Abendessen, das niemand je vergessen wird. Solche Erlebnisse machen eine Familie doch aus. Auch wenn nicht alles perfekt läuft, sind es diese Momente, die uns zusammenschweißen. Ja, und man lernt auch viel voneinander. Ich habe zum Beispiel von meiner Oma kochen gelernt. Sie hatte immer die besten Rezepte. Das ist schön. Mein Opa hat mir viel über Gartenarbeit beigebracht. Er hatte immer einen grünen Daumen. Wie wichtig diese gemeinsamen Aktivitäten sind. Sie bringen uns näher und man hat immer etwas zu erzählen. Genau. Und wie ist es mit der Familiengeschichte? Erzählt ihr darüber? Ja, meine Eltern sprechen oft über ihre Kindheit. Es ist spannend zu hören, wie anders das Leben damals war. Das finde ich auch.
Mein Vater erzählt oft von den Spielen, die sie damals spielten und wie sie ohne moderne Technik auskamen. Solche Erzählungen geben einem das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Man versteht die eigenen Wurzeln besser. Und was ist mit Familienritualen? Gibt es bei euch welche? Ja, an Geburtstagen singen wir immer ein spezielles Lied. Das gehört einfach dazu. Und bei dir? Bei uns gibt es immer einen Kuchen mit einer ganz besonderen Kerze. Solche Rituale schaffen Erinnerungen, die man nie vergisst. Und sie geben einem Halt. In einer Familie hat jeder seine eigene Rolle und bringt etwas Einzigartiges mit ein. Ja, und genau das macht Familien so interessant und vielfältig. Jeder hat seine eigene Geschichte, die erzählt werden will. Das stimmt. Es ist schön, solche Geschichten zu teilen und zu hören. Sie sind ein Teil von uns. Lass uns heute darüber sprechen, wie man Beziehungen in der Familie einfach beschreiben kann. Hast du eine einfache Art, das zu machen? Ich denke, man kann einfach sagen, wie die Personen miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, das ist meine Mutter oder er ist mein Bruder. Ja, das ist ganz klar. Man kann auch sagen, wie jemand zur Familie gehört. Zum Beispiel, sie ist die Tochter meiner Schwester oder er ist der Sohn meines Bruders. Genau. Und wenn man über Großeltern spricht, sagt man einfach, das ist mein Opa oder das ist meine Oma. Richtig. Und für Nichten und Neffen kann man sagen, das ist meine Nichte oder das ist mein Neffe. Das macht es einfach, die Beziehung zu erklären. Es ist auch schön zu erzählen, welche Rolle jemand in der Familie spielt, oder? Wie zum Beispiel, mein Vater ist der Koch in unserer Familie. Ja, das stimmt. Man kann auch sagen, wer in der Familie für was zuständig ist. Zum Beispiel, meine Mutter organisiert immer die Familienfeste. Und wenn man über die Geschwister spricht, kann man einfach sagen, ich habe 2 Brüder oder ich habe eine Schwester. Das macht es klar. Ja, und wenn man die Kinder erwähnt, sagt man einfach, das sind meine Kinder oder das ist mein Sohn. So weiß jeder sofort Bescheid. Was denkst du über die Verwendung von Kosenamen in der Familie? Das ist doch auch eine schöne Art, Beziehungen zu zeigen. Absolut. Kosenamen sind oft sehr persönlich und zeigen eine besondere Nähe. Manchmal sagt man einfach Papa statt Vater oder Oma statt Großmutter. Richtig, das bringt etwas Wärme und Vertrautheit in die Beziehung. Und es zeigt, wie eng man miteinander ist. Und dann gibt es noch die Schwiegerfamilie. Da sagt man einfach, das ist meine Schwiegermutter oder das ist mein Schwiegervater. Ja, das macht es ganz einfach. Man kann auch sagen, das ist mein Schwager oder das ist meine Schwägerin, um die Verbindung zu beschreiben. Es ist interessant, wie viele verschiedene Wörter wir haben, um Familienbeziehungen zu beschreiben. Das zeigt, wie wichtig Familie für uns ist. Ja, und es ist schön, dass wir so viele Möglichkeiten haben, unsere Beziehungen einfach und klar zu beschreiben. Es macht das Gespräch leichter. Und es hilft auch, ein besseres Bild von der Familie zu bekommen. Wenn man weiß, wer ist, versteht man die Dynamik besser. Genau, und es macht es einfacher, die Geschichten und Erlebnisse der Familie zu teilen. Man fühlt sich sofort verbunden. Das ist wirklich schön. Man kann so viel von der Familie lernen und sie gibt einem ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und wenn man darüber spricht, wie jemand zur Familie gehört, fühlt man sich vielleicht mehr als Teil von etwas Größerem. Ja, und das verbindet uns alle ein bisschen mehr, nicht wahr? Es zeigt, dass wir alle irgendwo dazugehören. Es ist interessant, wie das Thema Familie oft das Eis brechen kann. Sobald man anfängt, über Eltern, Geschwister oder Kinder zu sprechen, wird das Gespräch oft entspannter. Das stimmt.
Familie ist ein Thema, das fast jeder nachvollziehen kann. Jeder hat irgendeine Verbindung dazu und das macht es einfacher, ins Gespräch zu kommen. Genau, und es gibt so viele Geschichten, die man aus dem Familienleben erzählen kann. Ob lustig, chaotisch oder herzerwärmend, da ist immer etwas dabei, das das Gespräch lebendig hält. Absolut. Und wenn man über Familienfeiern spricht, erkennt man oft Gemeinsamkeiten. Viele haben ähnliche Erlebnisse wie etwa Weihnachtsessen oder Geburtstagsfeiern. Ja, und selbst wenn die Erlebnisse unterschiedlich sind, ist das Interesse oft groß. Man möchte wissen, wie andere ihre Feste feiern oder welche Traditionen sie haben. Traditionen sind wirklich ein spannender Punkt. Sie geben einem das Gefühl von Heimat und Beständigkeit. Das ist etwas, was viele Menschen schätzen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man durch Familiengeschichten oft mehr über die Kultur und Herkunft eines Menschen erfährt. Das kann Gespräche sehr bereichern. Richtig. Wenn jemand von seiner Familie erzählt, hört man oft auch von Bräuchen und Gewohnheiten, die einem vielleicht neu sind. Das öffnet den Blick für andere Lebensweisen. Und manchmal entdeckt man sogar unerwartete Verbindungen. Vielleicht haben die Großeltern in derselben Stadt gelebt oder man hat ähnliche Reisen unternommen. Solche Entdeckungen sind wirklich spannend. Sie zeigen, wie klein die Welt manchmal ist und dass man mehr gemeinsam hat, als man denkt. Und natürlich bringt das Thema Familie auch oft eine gewisse Leichtigkeit ins Gespräch. Man kann über kleine Missgeschicke lachen oder über alte Familienfotos reden. Ja, das bringt eine angenehme Wärme. Man fühlt sich oft wohler, weil man über etwas spricht, das einem vertraut ist. Und es ist auch schön zu hören, wie andere ihre Familie beschreiben. Das gibt oft einen Einblick in Werte und Prioritäten, die jemand hat. Genau. Und es kann auch inspirieren, wenn jemand von einer besonders engen Beziehung zu einem Familienmitglied erzählt. Das zeigt, wie wichtig diese Bindungen sind. Und selbst wenn man sich nicht so gut versteht, kann das Thema Familie helfen, Verständnis zu schaffen. Man sieht, dass niemand perfekt ist und jeder seine Herausforderungen hat. Das stimmt. Es kann helfen, offener und einfühlsamer zu sein, wenn man über die eigenen Erfahrungen spricht und hört, was andere erlebt haben. Und letztlich ist es doch so, dass Familie oft die Basis für viele unserer Entscheidungen und Erinnerungen ist. Das verbindet uns auf eine ganz besondere Weise. Ja, und darüber zu sprechen, schafft Nähe. Man teilt ein Stück seines Lebens und das macht Gespräche oft tiefer und bedeutungsvoller. Und es ist schön, wenn man merkt, dass man nicht allein ist mit seinen Erlebnissen oder Gefühlen. Das gibt einem ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Genau. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Familie immer wieder ein Thema ist, das Herzen verbindet und Gespräche leichter macht. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, euch hat unser Gespräch über Familie gefallen. Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Wörter euch besonders gefallen haben. Ja, wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Und die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Die Familie. Die Familie ist oft das Herzstück von Gesprächen. In der Familie gibt es viele verschiedene Rollen. Der Bruder. Mein Bruder kocht gerne für die ganze Familie. Ich habe 2 Brüder, die mir sehr wichtig sind. Die Nichte. Meine Nichte hat am Wochenende Geburtstag. Das ist meine Nichte, sie ist die Tochter meiner Schwester. Die Traditionen. Traditionen geben einem das Gefühl von Heimat. Viele Familien pflegen ihre eigenen Traditionen. Die Schwiegerfamilie. Die Schwiegerfamilie kann auch sehr wichtig sein.
Das ist meine Schwiegerfamilie, wir feiern oft zusammen.